Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. So, ihr seht, wir fangen heute mit was völlig Neuem an. Völlig Neues leider nicht ganz richtig. Wir werden auch wieder mit Klassen arbeiten, aber wir werden nochmal objektorientiert ein bisschen fortgeschritteneres Zeug noch machen. Aber wir werden nicht mehr mit inneren Klassen und so einem Kram arbeiten und auch das Beispiel funktioniert so leider nicht so gut. Es ist einfach nicht anschaulich genug für das, was wir vorhaben. Und zwar geht es heute um nicht Container, sondern um generische Klassen. Zumindest eine kleine Einführung. Wir wollen aber auch noch mit generischen Funktionen bzw. Methoden arbeiten. Die funktionieren genauso. Und was sie als Spezialteil haben, sind diese Spitzenklammern hinten dran. Das findet ihr zum Beispiel natürlich auch wieder in Java. Aber soweit ich weiß, kann das auch C++ und TypeScript und Haskell. Und es gibt viele Sprachen, die mittlerweile Generics unterstützen, weil die wirklich ziemlich mächtig sind. Und ja, wir wollen uns ganz kurz mal angucken, was das so kann. Wie man die Dinger dann aufruft, ist relativ krass. Und zwar möchte ich hier dann zum Beispiel sowas haben wie ein New, also sagen wir erstmal ein Container. Container, eigentlich sollte man den groß schreiben, fällt mir gerade so auf, habe ich aber nicht getan, warum auch immer, ich schlingel. Container Tonne ist gleich New Container. So, und jetzt sehen wir vielleicht, dass da irgendwas fehlt, nämlich diese Spitzenklammer mit dem T drumherum. Was bedeutet das? Das ist ein sogenannter Typparameter. Ein Typparameter sagt mir, okay, hier kannst du irgendeinen Typen reinhauen und mit dem kannst du dann innen drin weiterarbeiten. Und das muss nicht immer dasselbe sein. Zum Beispiel kann ich hier auch sagen, ich möchte jetzt einen Integer hier reinhauen. So. Und da muss ich natürlich auch hier hinten bei New Container Integer reinhauen. Achtung, in Java zum Beispiel funktioniert das Ganze für Ints nicht, also für kleingeschrieben Int. Da braucht ihr die Wrapper-Klasse, weil ich jetzt mitgekriegt habe, dass viele auch mit der Serie zusammen Java lernen. Da braucht ihr die Wrapper-Klasse groß Integer, denn die Ints sind primitiven Typen und das geht in Java mit Generics nicht. Wohingegen die Integer, die Wrapper-Klasse, nein, nichts mit Wrap, sondern mit Wrap, also wie euer Mittagessen höchstwahrscheinlich, kann man da reinstecken. Wir werden jetzt hier einfach mal die Integer-Klasse benutzen. In anderen Sprachen funktioniert es nämlich auch mit primitiven Typen. Und ja, das ist natürlich jetzt relativ cool. Jetzt haben wir hier drin nämlich einen Typen T, mit dem wir weiterarbeiten können. Nicht unbedingt Integer, ich kann natürlich hier auch einen String reinpacken. Und dann ist es völlig anders, aber ich kann dasselbe, also denselben Container für beide Typen benutzen. Das heißt, ich kann hier einmal einen Integer haben und ich kann gleichzeitig auch noch einen Container mit String haben. String-Tonne oder sowas. Achso, ja. Okay. Gut, und jetzt kann ich da drin arbeiten, aber Vorsicht, wir müssen hier jetzt nicht mehr, also wir dürfen nicht mehr mit Integer oder String arbeiten, sondern wir müssen mit diesem Typen T arbeiten. Und zum Beispiel könnte man sich jetzt hier, also Container sind einfach die anschaulichste Variante, wo man diese Dinge braucht. Man könnte hier zum Beispiel sagen, okay, ich habe eine Liste oder ein Array oder sowas, mein Array, Stopp, hier vorne muss das Ding natürlich hin. So, und zwar vom Typ T. Und das muss man natürlich auch noch initialisieren, aber das mache ich jetzt hier nicht. Ich glaube, mittlerweile wisst ihr, wie man mit Arrays umgeht. Und jetzt kann ich hier ganz normal mit diesem Typen T arbeiten, in meinem Array drin. Zum Beispiel kann ich hier jetzt auch irgendwelche schlauen Methoden, private normalerweise dann, private function void, schlaue Sortierung, die dann immer automatisch hier auf dieses Array zugreift und das Ding irgendwie optimiert, wenn zum Beispiel der PC gerade nicht so ausgelastet ist oder irgendwie sowas oder einfach automatisch dieses Array immer sortiert oder sowas. Und dann braucht man natürlich hier nicht mehr weiter dafür sorgen, okay, ich habe jetzt hier halt einfach nur ein Array und das Ding hat einfach schon alle Funktionen, also dieser Container liefert mir die komplette Funktionalität dahinter. Und das ist natürlich echt super. Denn ich muss mich jetzt hier außen nicht mehr um die Sortierung kümmern. Das wird einfach innen drin zum Beispiel gemacht. Und da kann ich natürlich dann auch super schnell sagen, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel einfach eine Funktion oder halt diese Funktion, schlaue Sortierung. Und die kann ich natürlich jetzt auch super warten. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier außen irgendwie schlaue Sortierung. Nicht diese Methode, sondern meine eigene Implementierung oder sowas.
und habe dann hier irgendwie irgendwas gemacht damit. Und dann habe ich die hier unten nochmal benutzt und so weiter und so fort und habe das richtig häufig gemacht. Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich plötzlich hier statt schlaue Sortierung die dumme Sortierung, den zweiten Algorithmus nehmen will, weil der halt nicht abstützt, sondern durchläuft und die schlaue Sortierung läuft halt nicht durch, ja, dann müsste ich hier außen komplett jedes Mal alles ändern, während hier muss ich einfach nur kurz, okay, easy und fertig. Also zum Beispiel ein Anwendungsfall jetzt davon. Wir werden aber zu diesen Wartungsgeschichten oder wie strukturiere ich meinen Code oder sowas, werden wir alles noch darauf kommen. Und ja, jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, einfach mein Array so zu füllen mit dem Typen hier und kann dann hier alles schön damit machen. Ich kann jetzt natürlich auch irgendwie hergehen und die Methoden theoretisch von meinem T aufrufen, aber ein Integer hat zum Beispiel komplett andere Methoden wie ein String. Und da kommt mir das Typsystem relativ hilfreich zur Hand, sage ich jetzt mal. Und zwar kann man hier dann schreiben, if t von 0 gleich t von 1 oder sowas. So, und jetzt sehen wir hier, okay, ist gleich, naja, oder ist gleich, wird es nicht überall geben. Ich sollte vielleicht besser zum Beispiel Javas Methode .equals benutzen. Und was ich dann habe, ist, ich kann einfach hier sagen, okay, diese Equals-Methode, zum Beispiel jetzt als nur kleines Beispiel in Java, die gibt es überall. Die ist eigentlich auf jedem Object schon drauf. Das heißt, ein Object hat auch diese Methode Equals. Und damit kann ich jetzt natürlich hier irgendwie eine Sortierung machen. Aber man sieht schnell, okay, wenn der Typ irgendwie Equals nicht implementiert richtig, also zum Beispiel Class Schule hatten wir schon als Beispiel, dann hat die ja nicht unbedingt eine Equals-Methode. Was dann passiert ist, intern wird überprüft, ob der Speicherort von den beiden Objekten gleich ist. Und das ist natürlich eine relativ schwache Vergleichsstrategie. Wenn ich jetzt hier eine Schule habe, die denselben Namen hat, die am selben Ort liegt, die dieselbe Anzahl an Schülern hat, dann ist es wahrscheinlich auch dieselbe Schule, auch wenn ich sie aus Versehen zweimal erstellt habe. Und vielleicht brauche ich das ja hier irgendwie, dass ich gleiche Objekte, also nicht speichergleiche, sondern tatsächlich gleiche Objekte einfach nur, dass ich die dann rausschmeiße. Sowas als Beispiel. Und da sehen wir schnell, kommen wir an einen Punkt, wo wir nicht mehr weiter können, denn die Equals-Methode muss natürlich nicht überschrieben worden sein, auch wenn jede Klasse implizit von Object in Java erbt. Das ist jetzt wirklich nur ein Java-eigenes Beispiel. Und da sehen wir schnell, okay, so ganz zufrieden sind wir hier mit unseren Parametern t nicht. Es ist zwar ganz okay, wenn ich irgendwie sowas wie eine Array-Liste habe, in Java jetzt auch wieder, die benutzt auch diesen Typparameter, dort werdet ihr ihn wahrscheinlich als erstes kennengelernt haben, aber so ganz zufrieden bin ich halt doch nicht. Ich könnte es noch ein bisschen optimaler machen. Und dazu werden wir dann nächstes Mal kommen. Und ja, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Merkt euch einfach bloß, diese Parameter hier, das sind tatsächlich Klassen, also eigene Typen. Eigentlich sind es Typparameter, nicht unbedingt Klassenparameter. Und ja, das ist relativ nützlich, vor allem für Container, aber für andere Dinge nicht so ganz so nützlich, zum Beispiel eben auch für solche Sortierungsdinger. Okay, das war's wieder mal und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.